Aye, aye. Welcome to Spain, welcome to Navarra, welcome to Iruña Zarra. Ah, the crazy, Spanish crazy, welcome to me. Viva Pamplona. Seit wir in München gestartet sind über 2 Monate vergangen. Wir sind ca. 900 Kilometer gelaufen und 1000 mit dem Fahrrad gefahren. Die Tage verschwimmen im stetigen Laufen. Aber ich fühle mich freier, irgendwie leichter und glücklicher. Seit Saint-Jean sind wir auf dem Camino Frances. Das ist quasi der Jakobsweg. Wir laufen zwar wieder, statt zu zweit, jetzt aber mit 200 anderen Menschen. Vor allem Amerikaner, Iren, Südkoreaner und sonst ein buntes Gemisch von überall. Während ich bisher sehr mit mir alleine war, Platz für Selbstbeobachtung und Natur in Fülle da war, wird die Ablenkung einem geradezu aufgedrängt. Beim Laufen kann man jeden unterwegs anquatschen und spontan teils richtig gute Gespräche führen. Mit Menschen, von denen einige doch ziemlich spannende Geschichten haben, die auch zum Nachdenken anregen. Von den 200 Leuten würde ich wohl mit 150 ein Bier trinken gehen. Und mit einigen tue ich das dann auch. Jeden Abend in einer anderen Stadt trifft man die gleichen Leute. Das wird recht schnell tatsächlich zu einer kleinen Familie. Bei uns einer sehr feierfreudigen Familie. Ich suche irgendwie meine Position in dem neuen Setting. Natürlich freue ich mich, wenn ich in einer neuen Stadt bin und von bekannten Gesichtern aufgefordert werde, mitzutrinken. Ich genieße diese Abende sehr. Aber es ist nicht nur der Kater am nächsten Morgen, während ich weiterlaufen soll. Die Hilfsbereitschaft untereinander, die relativ ähnliche Sicht auf die Welt, die Offenheit, die gemeinsamen körperlichen Strapazen und Schmerzen auf einem gemeinsamen Weg. Viele sagen, die Welt ist hier, wie sie sein sollte. Teilweise auf jeden Fall. Aber wir sind hier irgendwie dauerhigh. Und irgendwie wird die innere Ruhe, die vorher da war, dadurch völlig zerstört. Es fällt mir sehr schwer, in dieser Euphorie bei mir zu bleiben. Die Gefühle färben die ganze Wahrnehmung. Die Gedanken, das Essen, die Anstrengung und sogar die schnarchenden Nachbarn werden rosa eingefärbt. Das fühlt sich zwar alles schön an, aber ich suche eigentlich eine Wahrhaftigkeit, jenseits von schönen oder unschönen emotionalen Zuständen. Und mich von dieser Euphorie befreien zu wollen, ist mal was ganz anderes als im Alltag. Und trotzdem, um in Kontakt zu bleiben, spannend und anspruchsvoll. Es ist ja ein soziales Labor mit einer bunten Mischung aus aller Welt. Allein davon bin ich schon begeistert. Ist leer? Nee, man kriegt noch nicht so ganz viel. Ach so. Du kannst quasi immer wieder hier so. Und? So, dann. Ja.
is I like kimchi. 나는 김치를 좋아해. Yeah. Okay, one more time. 저는 okay. 김치를 yeah. I forgot it. 좋아해. something like. Okay, 좋아해. 저는 김치를 yeah. I forget again. 좋아해. One more time. Last one more time. Go. 저는 김치를 yeah. I forgot it again. 좋아해. Yeah. 저는 김치를 좋아해. Yeah. So can you say köttbullar? Of course. Köttbullar cardiac. So good. Okay, can you say this? Köttfifan. Köttfifan. Oh my God, you can live in Sweden. You're so good. Stay alive. Stay alive. Hier auf dem Camino Frances fühle ich mich wie ein Herdentier. Man gliedert sich ganz selbstverständlich ein in den stetigen Strom an Pilgern. Man kennt sich, weiß, wer sich heute leicht tut, wer Schwierigkeiten hat. Es geht niemandem um Leistung. Allein das ist bei einer gemeinsamen sportlichen Aktivität irgendwie faszinierend. Die Menschen pilgern aus anderen Gründen. Von manchen kennt man sehr persönliche Geschichten. Andere grüßt man nur. In einem völlig fremden Dorf kennt man abends einen Großteil der Leute. Camino Family nennen das hier einige. Es gibt hier Menschen, mit denen ich einfach die Freude teile. Am Wandern, an der Gemeinschaft, an der ganzen Art zu leben. Okay. Es gibt auch welche, mit denen ich das Gefühl habe, eine Suche zu teilen. Manchmal bin ich etwas frustriert, wenn es in den Gesprächen nur um den Austausch von Konzepten geht. Ich finde es immer wieder krass, bei mir und bei anderen zu sehen, wie verzweifelt wir uns an Konzepten festhalten. Irgendwie funktioniert unser Verstand so. Er versucht, jede Erkenntnis und jedes Verständnis festzuschreiben. Es wird sortiert und aufeinander geschichtet. Und wir sind stolz auf die Mauern, die wir erschaffen haben. Und anstatt, dass wir uns in die Augen schauen, zeigen wir uns gegenseitig die Mauern, die zwischen uns stehen. Irgendwie paradox. Eigentlich interessieren mich Konzepte nur bedingt. Ich möchte eher herausfinden, was uns im Herzen wirklich bewegt. Wo ist mein Frühstück? Ich bin wohl oft einfach nicht mutig genug, von meinem Herzen zu sprechen. Ich hoffe, diese schöne Gemeinschaft hier noch nutzen zu können, um das zu üben. Um mehr zu erfahren, was diese Menschen hier wirklich antreibt. Und ich meine, wo bleibt das Abenteuer und das Leben, wenn wir uns nur hinter Mauern verstecken? Come on.